Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. Einige von euch kennen ja wahrscheinlich den Kanal Feines aus Wuppertal vom Arnold Schoger. Der hat vor mittlerweile einigen Wochen, Entschuldigung dafür Arnold, seine Schleifblumen vorgestellt und hat mir freundlicherweise einige zur Verfügung gestellt zum Testen. Und genau das habe ich heute vor. Dazu brauche ich allerdings erstmal ein Testobjekt und das werden wir uns jetzt anfertigen an der Pegas Feinbandsäge. Kommt mal mit! Dummerweise hatte ich vergessen, das Mikrofon einzuschalten und muss jetzt den Rest des Videos per VoiceOver kommentieren. Hier öffne ich Arnolds Umschlag, ohne die Adresse zu zeigen, und stelle fest, dass er mir eine große Anzahl von Blumen gestanzt hat. Dafür ganz herzlichen Dank. So habe ich genügend Material, um auch in weiteren Videos noch Versuche zu starten. Der Durchmesser der Blumen beträgt 70 mm. Darauf hatten wir uns im Vorfeld verständigt, weil ich der Meinung bin, dass für meine Werkstücke diese Größe gut geeignet sein sollte. Um die Blumen zu verwenden, muss man sie natürlich noch spannen können. Dazu habe ich hier eine 6 mm Schraube mit zwei gegeneinander verspannten Muttern und muss jetzt natürlich die Blumen noch passend dazu stanzen. Das geht am einfachsten mit einem Locheisen und einem kurzen Hammerschlag. Und man sieht, das ergibt ein schönes, sauber ausgestanztes Loch. Der Versuch, 3 Blumen auf einmal zu stanzen, war doch etwas zu ambitioniert, aber wie man hier sehen kann, funktionieren 2 Blumen auf einmal sehr gut. Und da ich keine Flächen schleifen möchte, sondern im ersten Schritt nur die Kanten entgraten, habe ich jetzt auch schon genügend Material und kann anfangen, meinen Schleiffächer aufzubauen. Dazu kommen auf den Dorn zunächst eine Unterlegscheibe und dann die Blumen paarweise mit der Papierseite gegeneinander gelegt, sodass das Korn nach außen zeigt. Um kein zu dichtes Paket zu erzeugen, eine Unterlegscheibe als Abstandshalter. Möglicherweise könnte man hier auch mehrere Scheiben verwenden. Das ist sicherlich Raum für Optimierung. Weitere 2 Schleifblumen, zum Abschluss nochmal eine Unterlegscheibe und eine Mutter zur Fixierung. Mammutbaumholz ist nicht sehr stabil, deshalb schleife ich auf einer festen Unterlage. Die Drehrichtung wähle ich so, dass ich nicht die empfindlichen Blattspitzen anhebe und dabei möglicherweise abbreche, sondern ich habe hier Linkslauf eingestellt, sodass das Blatt durch die Blumen eher auf der Unterlage angedrückt wird.
Der Schleifvorgang an sich ist sehr einfach und man kommt sehr schön auch in die engen Ritzen hinein. Lediglich die Drehzahl meines Akkuschraubers hätte etwas höher sein können. Das Ergebnis kann sich absolut sehen lassen. Ich bin sehr zufrieden. All die kleinen Fusseln sind entfernt, ohne dass die Kanten an sich abgerundet oder gebrochen wären. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Okay, das war also der erste Test von Arnolds Schleifblumen. Ich muss sagen, ich bin vom Ergebnis wirklich überzeugt. Sie sind nicht zu aggressiv, obwohl ich mit 120er Körnung schon was relativ Grobes genommen habe im Vergleich zu den Blumen, die er für sich selbst hergestellt hat. Man bekommt keinen flächigen Abtrag, aber das war auch überhaupt nicht das Ziel in dem Fall. Ich wollte ja nur hier die Kanten von den Fusseln befreien, ohne jetzt wirklich abzurunden. Genau das Ziel habe ich auch sehr schön erreicht mit Hilfe dieser Schleifblumen. Also ich bin wirklich sehr glücklich. Ich werde in Zukunft sicherlich noch weiter experimentieren. Hauptsächlich würde ich mir etwas mehr Drehzahl wünschen, als mein Akkuschrauber hier zustande bringt. Aber ich habe noch einen Bosch Geradschleifer. Möglicherweise brauche ich da einen anderen Spandern, muss ich mal schauen. Also da wird in Zukunft sicherlich noch einiges kommen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen oben oder einen Kommentar da. Ihr könnt auch gerne abonnieren, wenn euch die weiteren Tests interessieren. Und es gibt natürlich auch ein bisschen größere Werkstücke in Zukunft. Einen kleinen Teaser hänge ich euch jetzt noch ran. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!